Hey, vegan bodybuilders are a great example of the mental illness in the vegan community because obviously they don't exist. There's no words in the English language for how beyond retarded and in denial you are if you believe that you can build muscle as a vegan. Seeing as it's generally a catabolic state because of malnutrition. So to even believe that you can maintain muscle mass by eating plants as a carnivore is ignorant and delusional. Was Sv3rige hier sagt, ist schlichtweg inkorrekt. Wir wissen aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen schon seit mehr als 70 Jahren, dass eine rein vegane Ernährungsweise mit ausschließlich pflanzlichen Proteinen den Proteinbedarf des Menschen decken kann. Und wir wissen von großen Ernährungsfachgesellschaften schon seit mehr als 16 Jahren, dass eine rein vegane Ernährungsweise in jeder Lebensphase bedarfsdeckend sein kann und auch für Athleten geeignet ist. Das unterstreichen auch neue wissenschaftliche Veröffentlichungen mit dem Fokus auf vegane Ernährung und Sport. Das vorausgesetzt, die ist gut geplant und adäquat zusammengestellt, eine vegane Ernährungsweise den Nährstoffbedarf von Athleten decken kann. Auch ein Blick auf die Webseite www.greatveganathletes.com zeigt Dutzende Kraftsportler, Bodybuilder und viele weitere Athleten, die sich rein vegan ernähren und Höchstleistungen bringen. Unter anderem auch Gina Malik, die seit ihrer Geburt vegan ist, das heißt noch nie tierische Produkte gegessen hat und seit 2014 sogar IFBB Pro Bodybuilderin ist. Das unterstrich vor kurzem auch der Dokumentarfilm The Game Changers, der in Spielfilmlänge zeigte, dass vegane Ernährungsweisen nicht nur für Athleten geeignet sind, sondern dass Athleten auch Spitzen- und Höchstleistungen mit einer rein pflanzlichen Ernährung bringen können. Wie erwartet kam im Anschluss an den Film auch einiges an Kritik von Seiten der Anti-Veganer, die allerdings in allermeisten Fällen wenig Substanz hat. Wie wenig Substanz die Kritik hat, zeigt auch ein interessanter Podcast mit dem Produzenten von The Game Changers, James Wilks, gemeinsam mit Chris Kresser, einer der Anti-Veganer, beim Joe Rogan Podcast, wo James Wilks auf einige der Kritikpunkte von Chris Kresser an The Game Changers eingeht und zeigt, wie wenig Fundament da eigentlich da ist. Plants are a horrible source of protein. Once you count in the digestibility, biological value, which vegans have probably never heard of, you can at best get 20% of the listed protein. Was Sv3rige hier in Bezug auf pflanzliches Protein sagt, ist erneut völlig falsch. Wir wissen aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen schon aus dem Jahr 1946 von Dr. Mark Hexted und Kollegen, dass eine rein pflanzliche Ernährung den Proteinbedarf des Menschen decken kann. In der 1946er Untersuchung zeigte Mark Hexted, dass bereits mit 0,5 Gramm rein pflanzlichen Protein pro Kilogramm Körpergewicht eine positive Stickstoffbilanz bei den Probanden erreicht werden konnte. Eine positive Stickstoffbilanz ist hier der Marker für eine ausreichende Proteinversorgung. Untersuchungsergebnisse wie jene von Mark Hexted wurden im Laufe der nachfolgenden Jahrzehnte immer wieder bestätigt, beispielsweise im Jahr 1994 von den Proteinforschern Dr. Verena Young und Dr. Peter Bellet, die erneut bestätigten, dass im Rahmen einer isokalorischen Ernährungsweise, also einer Ernährung, die den Kalorienbedarf des Menschen deckt, auch rein pflanzlich genügend Proteine für eine ausreichende Proteinbedarfsdeckung zugeführt werden können. Aber ist das vielleicht alles veraltetes Wissen? Wissen wir mittlerweile, dass doch eine vegane Ernährungsweise nicht bedarfsdeckend ist? Nee. Auch im Jahr 2019, im November, unlängst kam eine neue wissenschaftliche Veröffentlichung raus, die erneut schlussfolgerte, pflanzliche Proteinlieferanten wie Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen sind in einer rein veganen Ernährungsweise ausreichend, um den Proteinbedarf zu decken. Selbst bei moderat abwechslungsreicher Kost kann der Bedarf an allen essentiellen Aminosäuren gedeckt werden und westliche vegane Ernährungsweisen führen zumeist mehr Protein zu, als es überhaupt notwendig wäre. Mehr zum Thema der veganen Proteinversorgung haben wir auch in früheren YouTube-Videos schon besprochen. Man kann gerne hier das erste Video ansehen zum Thema 3 Tipps zur Optimierung der veganen Proteinversorgung. Dann heißt es auch oft, Veganer würden aufgrund der minderen biologischen Wertigkeit mehr Protein brauchen, als es Mischköstler tun. Auch das hat Sv3rige ja angesprochen in seinem Video. Auch hierzu haben wir ein Video zum Thema, brauchen vegane Menschen mehr Protein als Mischköstler. Wenn wir jetzt zum Abschluss noch einige vegane Athleten zu Wort kommen lassen, sehen wir, man kann sie nicht nur vegan ernähren über viele Jahre hinweg, man kann nicht nur rein vegan ausreichend Muskulatur aufbauen. Manche der Athleten leben schon seit 5, 6 und mehr Jahren vegan, haben alle ihre Muskeln rein vegan aufgebaut und zeigen, dass man fit, gesund und leistungsfähig rein vegan sein kann. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Max. Ich bin seit 5,5 Jahren vegan. Ich wohne in der Nähe von Zürich in der Schweiz. Ich wurde vegan aus ethischen Gründen heraus. Ich war bereits seit meiner Kindheit Vegetarier und habe dann festgestellt, dass hinter Milch und Eiern genauso viel Leid steckt wie letztendlich hinter Fleisch. Und deswegen habe ich dann innerhalb kurzer Zeit von Vegetarier auf vegan gewechselt. Als Vegetarier habe ich so um die 70 Kilo gewogen, teilweise ein bisschen weniger. Ich habe sehr viel Ausdauersport betrieben
und bin dann, als ich auf vegan gewechselt bin, habe ich mit dem Kraftsport angefangen, fast zeitgleich. Habe in den letzten knapp 5,5 Jahren Veganismus als auch Kraftsport gute 25 Kilo an Masse aufgebaut. Das ist relativ lean, das ist also weitestgehend Muskelmasse. Bin jetzt bei zwischen 95 und 100 Kilo bei einer Größe von 1,88 Meter. Als ich damals gewechselt habe, hat sich auch mein Hautbild um einiges verbessert. Ich habe eine viel klarere Haut bekommen. Zuvor, es war keine Pubertätsakne, sondern ich hatte grundsätzlich schon immer eine sehr sensible Haut. Und dadurch, dass ich Milchprodukte weggelassen habe, hat sich das immens verbessert. Ich habe mich viel klarer im Kopf auch gefühlt, nach wie vor. Ich fühle mich einfach fitter, ich fühle mich vitaler. Ja, also seit dem 9. Lebensjahr ernähre ich mich komplett vegetarisch. Ja, und das Ganze habe ich 25 Jahre gemacht, 25 Jahre vegetarische Ernährung und danach bin ich umgestiegen auf vegane Ernährung und das mittlerweile jetzt auch schon seit 5 Jahren. Also insgesamt 30 Jahre komplett fleischfrei. Wenn man sich einmal damit beschäftigt, welche Riesenauswahl es eigentlich gibt, ja, an veganen Proteinquellen, jetzt in meinem Fall, aber auch an ganz vielen anderen, einfach an veganen Gerichten, die man sich zusammenstellen kann. Ich habe so viele neue Nahrungsmittel eigentlich erst kennengelernt, die ich vorher noch nicht mal gehört habe, durch die vegane Ernährung. Ich bin viel experimentierfreudiger geworden in der Küche und ja, im Endeffekt sieht jetzt meine tägliche Ernährung um Welten besser, abwechslungsreicher und auch leckerer aus, wie das vorher war in der vegetarischen Zeit mit meiner klassischen Fitnessernährung. Nachdem ich auf vegan umgestiegen bin, habe ich sehr schnell gemerkt, okay, ich trainiere genauso hart, wie ich das die ganzen Jahre gemacht habe, aber ich habe kein Muskelkater, ein bisschen Muskelkater und wenn ich Muskelkater habe, was natürlich auch mal vorkommt, klar, dann ist das 1 Tag, 2 Tage und dann ist das Thema gegessen. Also eine viel schnellere Regeneration, die natürlich zu einem viel besseren Muskelaufbau führt und zu einer viel besseren Leistungssteigerung führt. Und dadurch konnte ich mich wirklich in der Zeit von vegetarisch auf vegan körperlich einfach auch nochmal verbessern. Ja, also mittlerweile 30 Jahre lebe ich komplett ohne Fleisch, 5 Jahre davon komplett vegan und ich kann ganz klar sagen, in all dieser Zeit, mir geht es wunderbar. Ich habe keine negativen Erlebnisse irgendwie gehabt an Mangelerscheinungen oder sonstigem, auch körperlich gesehen. Absolut nur positive Erfahrungen, die ich weitergeben kann. Muskeln sind auch nicht geschrumpft, also von daher auch das passt. Und na klar muss man sich mit der Ernährung auseinandersetzen und mit der Ernährung beschäftigen und einige Dinge beachten. Das sollte man aber in jeder Ernährungsform tun, nicht nur bei der veganen oder vegetarischen Ernährung. Und im Fitnessbereich ist das ja nochmal ein extra Punkt, wo man sich einfach ganz anders nochmal mit der Ernährung auseinandersetzen muss. Und von daher ist das kein Ausschlusskriterium und ganz im Gegenteil, die vegane Ernährung hat für mich einfach nur Vorteile gebracht. Hi, ich bin der Edi. Hi, ich bin der Manuel. Wir ernähren uns beide vegan und machen Calisthenics. Ich ernähre mich jetzt schon seit ungefähr 2 Jahren vegan und der ausschlaggebende Punkt damals war die Gesundheit und nach kamen auch die ethischen Aspekte mit ins Spiel. Ja, bei mir sieht es eigentlich ziemlich ähnlich aus. Also ich ernähre mich jetzt circa 3 Jahre vegan und zuerst waren es auch eher gesundheitliche Aspekte, dann aber zunehmend auch ethische und ökologische. Calisthenics mache ich jetzt schon seit ungefähr 4 Jahren und inspiriert hat mich Vegansthenics und durch ihn kam ich auch das erste Mal mit dem Veganismus in Kontakt. Ja, ich trainiere jetzt intensiv seit circa 2 Jahren. Inspiriert hat mich vor allem Derek Simnett, aber auch Frank Medrano. Und davor hatte ich mich eher relativ fit gehalten durch so Functional Fitness-Geschichten und aber gezieltes Training jetzt seit circa 2 Jahren. Also ich habe es gemerkt, dass meine Regeneration besser wurde. Das hört man überall, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich viel weniger verletzt bin, zum einen. Und zum anderen, also ich konnte meine Trainingshäufigkeit von 5 Tagen die Woche auf 7 Tage die Woche erhöhen. Die Ausdauer ist auf jeden Fall besser geworden und die Kraft auch. Also ich habe jetzt gar nicht so den direkten Vergleich, weil ich mit dem intensiven Training eigentlich erst angefangen habe, als ich schon mich vegan ernährt habe. Kann im Vergleich zu vorher, zu dem Training, was ich gemacht habe, aber schon auch einen Unterschied insofern feststellen, dass ich mich, wie Edi auch gerade erklärt hat, deutlich schneller regeneriere und wirklich sehr, sehr oft in der Woche trainieren kann, eigentlich so gut wie nie Muskelkater habe und mich wirklich meistens sehr, sehr fit fühle.
Ich bin Ferdinand Beck, auf Social Media kennt man mich besser unter Vegains und ich informiere Leute über die Vorteile einer pflanzlichen Ernährung. Auf YouTube mache ich das sehr unterhaltsam, auf Instagram eher informativer, denn ich habe so viele Vorteile für mich entdeckt, das hat einfach mein Leben so positiv verändert und ich sehe einfach viele Leute leiden und ich möchte einfach Leuten helfen, deswegen teile ich meine Erfahrungen. Ich ernähre mich vegan aus mittlerweile unzähligen Gründen, aber angefangen hat es mit dem Grund, Muskeln aufzubauen, was ich mittlerweile festgestellt habe, ein sehr untypischer Grund ist. Aber das war der erste Grund, mich damit zu beschäftigen, es mal zu versuchen. Und ich habe es auch geschafft und schaffe es weiterhin, Muskulatur aufzubauen. Aber dann bin ich über Dietetic und Umwelt gestolpert und mittlerweile sind es einfach unzählige Gründe. Ich bin seit fast 6 Jahren vegan. Ende 2013 habe ich mich angefangen, vegan zu ernähren. Und die Muskulatur, die ich aufgebaut habe, habe ich aufgebaut durch eine vegane Ernährung, seit ich mich pflanzlich ernähre, was bisher über 20 Kilo sind. Der größte Vorteil war für mich die Haut. Ich war, wo ich vegan wurde, schon aus der Pubertät raus, aber hatte immer noch starke Akne. Aber wo ich dann vegan wurde und besonders auf Milchprodukte verzichtet habe, hat sich meine Haut extrem verbessert und das war auch einer der größten Gründe, wenn nicht der größte Grund, warum ich bei der pflanzlichen Ernährung geblieben bin, weil ich mich einfach viel wohler in meiner Haut gefühlt habe. Und neben der Haut habe ich eben ohne Probleme Muskeln aufgebaut und fühle mich einfach vitaler, energiereicher und einfach gesund und wohl in meinem Körper. In der letzten Zeit haben sich ja viele Leute aufgehört, vegan zu ernähren, was jetzt auch nicht sehr viele sind, sondern einfach ein paar mit einer großen Reichweite. Und den Grund, den ich dahinter sehe, sind einfach, dass sich die Leute und viele Leute nicht intensiv damit auseinandersetzen. Ich auf der anderen Seite habe mich intensiv mit der veganen Ernährung auseinandergesetzt und weiß, dass ich alle meine essentiellen Nährstoffe spielend decke und bleibe vegan, fühle mich gut, fühle mich vital und habe kein Problem, weiterhin Muskeln aufzubauen. You will see that it's biochemically impossible to do bodybuilding as a vegan. But as long as you're on drugs, you can eat pancakes all day long. Für mich ist und war die Gesundheit schon immer das Wichtigste. Ich würde niemals meine Gesundheit aufs Spiel setzen und irgendwelche Nebenwirkungen riskieren, nur dass ich in irgendeiner Weise über einen gewissen Zeitraum hinweg heftiger aussehen würde. Das wäre es mir niemals der Wert. Zum anderen möchte ich nicht einfach einen einfachen Weg. Wenn ich was nehmen würde, hätte ich mir das ja gar nicht selbst erarbeitet. Aus dem Grund heraus würde ich mich ja auch schon selbst betrügen. Deswegen bin und bleibe ich immer natural. Ja, und immer mal wieder zwischendrin kommt die Frage auf, ob ich nicht irgendwelche Pillchen oder sonstigen muskelwachstumsfördernden Mittelchen zu mir nehme, um diese Muskeln aufbauen zu können. Und dazu ein ganz klares Nein von mir an dieser Stelle. Ich nehme nichts von alledem. Was ich mache, ist, dass ich intensiv trainiere, regelmäßig und das eben auch schon über einen längeren Zeitraum. Und ich habe meine Ernährung an mein Training angepasst. Und das sind die 2 Hauptfaktoren, wenn es um das Thema Muskelaufbau geht. Training und Ernährung. Und die vegane Ernährung, die bietet eben auch beim Muskelaufbau, wie bei so vielen anderen Themen, auch ganz tolle Vorteile. Natürlich sind meine gesamten sportlichen Leistungen komplett ohne irgendwelche Dopingmittel erzielt worden, sondern durch eine bewusste, rein pflanzliche Ernährung und regelmäßiges Training. Alle Trainingserfolge sind selbstverständlich komplett natural erzielt worden. Das heißt, Anabolika oder ähnliches habe ich nie genommen und das werde ich auch niemals tun. Nein, ich nehme keine Steroide oder sonstige anabolen Substanzen. Jeder, der glaubt, dass meine Muskelmasse, meine Physik natural nicht möglich ist, hat wirklich so geringe Vorstellungen, was natural möglich ist und das tut mir nur leid. Aber ich sehe es immer als Kompliment, wenn Leute sagen, hey, du nimmst Steroide. Danke, 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 aber tut mir leid, dass du so geringe Vorstellungen hast, was natural möglich ist. Und ich kann dir versichern, wenn du richtig trainierst und alle Parameter beachtest, wie Ernährung, Regeneration und so weiter, wirst du meinen Körper, sprich ungefähr 20 Kilo Muskelmasse, rein vegan, einfach aufbauen können in den nächsten Jahren. Es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Deswegen Muskelaufbau immer Long Run. Das war's zum Thema der veganen Ernährungsweise in Bezug auf den Muskelaufbau. Wenn es noch weitere anti-veganen Videos gibt, auf die wir reagieren sollen, gerne in die Kommentare schreiben. Wenn man zukünftig kein neues Video mehr verpassen möchte, dann sehr gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren, um zukünftig kein neues Video mehr zu verpassen. Das war's in diesem Video. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen und bis dahin alles Gute und beste Gesundheit.